Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Orakel. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal an, was ist wichtig für uns jetzt genau zu wissen. Welche Botschaft soll hier durchkommen? Ja, wir haben das zweite Haus. Das zweite Haus ist ein Haus des Elementes Erde. Es geht um unsere Talente, um unsere Besitzer, um unsere Werte und mit der Erde natürlich auch um die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Und unterm Deck haben wir noch das fünfte Haus, ein Haus des Elementes Feuer. Geht es um unsere Kinder, um Selbstverwirklichung und es geht natürlich um die Sternzeichen Widder, Schütze und Löwe. Also schauen wir ein bisschen genauer, was dürfen wir wissen, was ist wichtig jetzt für uns, wo können Hinweise sein, wo haben wir irgendwo vielleicht einen blinden Fleck. Es kann ja sein, dass wir Entscheidungen treffen müssen, dass wir vor einer Weggabelung stehen, dass wir vielleicht auch andere Optionen nutzen, irgendetwas umzusetzen. Ich glaube, es gibt hier der Möglichkeiten viele und es ist vielleicht wichtig, überhaupt mal eine Entscheidung zu treffen, statt sie nur im Kopf mit sich rumzutragen. Das sind mir zu viele. Hier sind verstrickte Wege zu sehen. Ne? Irgendwie kommt man nicht an die Lösung. Irgendwie ist man noch so gebunden an Themen, die aus Verstrickungen der Vergangenheit kommen. So man möchte, ne? Wenn wir hier Selbstverwirklichung haben, dann sind wir hier als Hauptperson vielleicht auch irgendwelchen Mutterthemen unterlegen oder wenn ich jetzt Selbstverwirklichung machen will und mich für mich entscheide, was macht dann mein Kind? Ne? Das sind alles Themen, die hier sein können. Einen verstrickten Weg zu verlassen, ist hier schon mal die Kernaussage. Genesung zu finden in Situationen, die einer Entscheidung bedürfen. Es kann ja auch sein, wir begegnen irgendwelchen weiblichen Personen, die irgendwelche Qualitäten haben, uns eine Option mitzugeben. Ja, und hier ist wirklich das Ende einer Verstrickung zu sehen, ein Neuanfang, ein Neubeginn. Das Verlassen eines Weges, der nicht gerade verlief. Egal wie, wenn man jetzt hier auch sagen könnte, ne, ich würde ja gern irgendwas umsetzen, ich würde irgendwie gern eine Entscheidung für mich treffen, einen Weg nutzen, eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht wie oder wo. Oder vielleicht ist es auch eine Situation, wo du, sagen wir mal, dich nicht für das eine oder das andere entscheiden könntest. Nichtsdestotrotz, hier haben wir die Sterne. Es ist so ein Moment, da kommt die Klarheit, da drehen sich die Tatsachen so, dass du einen ersten Schritt bekommst, der über die Herzensebene am Ende auch kommt. Das ist so ein Moment, der ist klitzeklar, denn es ist ein Moment der Erleuchtung, wo vorher Dürre war. Es ist eine sehr erdende Energie. Wir können ja vielleicht auch versuchen,
unser Umfeld mit einzubeziehen. Das eine ist ja, was wollen wir machen, das andere ist unser Umfeld. Man darf es hier auch klar in die Welt tragen, ne? Was man selbst möchte. Wir haben Zweifel. Wir haben große Zweifel hier, etwas umzusetzen und das Gefühl, wir wissen nicht, wie es geht. Dabei könnten wir auf unsere eigenen Talente bauen, unsere eigenen Werte vertreten. Es kann ja auch eine sehr spezielle Situation sein, wo man bewusst von jemand in eine falsche Richtung gedrängt wurde, wo man bewusst vielleicht auch manipuliert wurde, in eine Richtung zu gehen, damit sie jemand anderem entspricht oder dass du besser in dein Umfeld passt. Und hier ist so diese Erkenntnis, ich bin mein eigener Herr, ich möchte frei sein, ich kann Wege korrigieren, ich darf Nein zum Außen sagen. Hier sind ganz viele Themen, die wir in die Wiege gelegt gekriegt haben, ne? Vielleicht ist es auch der große Moment zu erkennen, wie frei man eigentlich sein kann, wenn man nicht an all die Konditionierungen denkt, wenn man sich nicht verunsichern lässt, wenn man sich von niemand die Butter vom Brot nehmen lässt, wenn man sich erhebt, wenn man aufsteht, wenn man Grenzen setzt und auch bewusst sagt, hier, das brauche ich für mich, das setze ich um und die Welt dreht sich auch ohne mich weiter. Es ist eine starke Auseinandersetzung mit dem, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Wie viel Selbstverwirklichung darf jeder machen oder haben oder wo sind so viele Konditionierungen, dass man auf dem Weg ständig wieder stagniert, ne? Hier baut man auf etwas, was man schon hat, ein Talent, eine Gabe, die aber klein gehalten wurde und hier drückt etwas raus, das auf den Weg kommen will und es steht hier nichts im Wege, ne? Außer wir selber. Hier sind Veränderungen, die kommen in diesen Bereichen. Manches muss man durchboxen, bei manchen darf man sich auch nicht zu klein fühlen. Hier ist ein Gewitter, das die Luft reinigt. Sehr viel aufklärende Energie. Man hat hier dieses Ding, dass man auch, wie soll ich das sagen, man guckt nach hinten und erkennt, was eigentlich Phase war. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Da hat man schöne Kontakte, schöne Möglichkeiten, Kommunikation, die etwas mitbringt, das in der Zukunft sehr richtungsweisend für uns ist. Vielleicht muss man auch selber sprechen. Ja, hier fällt sofort das Thema Selbstwert. Selbstakzeptanz, Selbstausdruck, an sich glauben, sich was zutrauen.
Und hier unten haben wir in den Schicksalskarten den Austausch darüber, wie viel Wert man doch hat. Das heißt, man kommuniziert auch nach außen, ne? Manche reden nicht, weil sie Angst haben vor Konflikten oder vor Zurückweisung oder vor Worten, die vielleicht auch Missverständnisse mitbringen. Aber ich habe hier sowohl die Mittel als auch die Möglichkeiten, etwas umzusetzen, was sehr der Selbstverwirklichung entspricht. Bei einigen kann das jetzt im Beruf sein, bei anderen kann es tatsächlich sein, bei einem Hobby. Man kann ja auch etwas zu Geld machen, ja, das man gut kann. Ich habe aber irgendwie auch, dass wir bei diesen Neubeginnen hier sehr loyal sind uns selbst gegenüber und auch den anderen. Ja? Hier ist keine schicksalshafte Veränderung, wir werden hier nicht drauf gedrängt, sondern hier wird einem bewusst, was man erlebt hat, was einem zugetraut wurde und was man verpasst hat, weil man Konditionierungen gelebt hat. Eigentlich ist es ein ganz großer Aha-Moment. Auf diesem Weg kann sein, dass man Freunde hinter sich lässt, dass man etwas zurücklässt, was kein Konzept mehr hat oder was nicht mehr passend ist. Man hat hier eine große Genesung an seinen eigenen Kindertagen. Man kann ja einen Konflikt lösen, der damit zu tun hat und eine Veränderung vornehmen, die dir eine neue Seite deines Lebens aufzeigt. Wenn wir jetzt mal von unserem Besitz ausgehen, dann habe ich hier die Geldkarte, ja. Ich habe den Neubeginn. Ich habe also, dass die Mittel auch da sind, die wir brauchen. Hier vielleicht auch den kleineren Zuwachs auf der genesenden Ebene oder vielleicht auch durch irgendjemanden, der so Wegbegleiter ist, der dir hier entweder eine Idee bringt oder die Mittel oder ja, wo du irgendetwas, was du gut kannst, auch zu deinem, also dass du aus deinem Talent Geld machen kannst oder einen Wert für dich. Ne? Es wäre jetzt zum Beispiel sowas wie mit den Karten, das ich mir gemacht habe. Ich hatte ja lange jetzt auch keinen Kopf für irgendwas. Und ich merke einfach, dass ich mir die Zeit nehmen muss und dass nicht alles andere wichtiger ist und dass sich das am Ende auch auszahlt. Sowas alles könnte das sein. Wir schauen ein bisschen tiefer, was darf ich zu dieser Legung, was wollen wir jetzt wissen, noch weitergeben. Die Stille. Hier ist die gefrorene Tundra und unterm Deck haben wir den leuchtenden Sonnenaufgang. Das ist ja das klassische Pendant an sich. Ja? Die Karte sagt, dass wir uns irgendwo rausnehmen dürfen, was ja wunderbar auch zu dem Thema Selbstverwirklichung passt. Es kann auch sein, ihr kümmert euch sehr viel um eure Kinder oder macht etwas nicht, weil die Kinder erster Stelle stehen, die Partner, die Arbeit, was auch immer. Und es kann eine Auszeit aus einer Beziehung jeglicher Art sein oder aus einem Projekt. Es geht darum, erstmal zu atmen, still zu werden, sich selber wieder zu spüren, das Timing zu beachten, auch wann macht man etwas und natürlich den Moment nutzen, der dann einen neuen Zyklus mitbringt. Und wir haben da hier im Jetzt schon die Veränderungen dazu, wo man sich vielleicht noch ein bisschen streitbar macht, wo man sagt, hier, ich habe erkannt, wo ich vielleicht irgendwo hinten dran hänge, weil ich was anderes vorgezogen habe. Hier darf man auch noch Brücken schlagen, ne? Die Vergangenheit nochmal klären, genesen lassen, was nicht mehr zu einem passt oder was auch nicht gesund ist. Man durchdenkt hier die Angelegenheiten und wir kriegen hier gesagt, möglicherweise ist etwas trostlos oder öde im Leben. Dann dürfen wir durchhalten, denn hier kommt dann der Neubeginn tatsächlich, der neues Wachstum mit sich bringt und der das Leben wieder behält. Und mit der Karte, die darauf folgt, ist das ja ein
ein Joker sozusagen. Hier ist ja der leuchtende Sonnenaufgang und die Sonne ist hier das stärkste Symbol für alles im Leben. Hier sozusagen die Rückkehr des Lichts oder das Dunkle, das erhellt wird. Und da ist der Beginn zum passenden Zeitpunkt eines neuen Zykluses. Hier ist wieder Kraft und Aktivität und das Leben gedeiht auf vielerlei Weise. Erlebnisse, neue Ideen, gestärkte Vitalität, neue Kraft. Man hat so dieses Gefühl, man möchte jetzt etwas nutzen und etwas umsetzen. Und das ist hier auch der ideale Zeitpunkt, um etwas zu starten, bei dem man sich selbst verwirklichen will oder etwas durchsetzen, was man schon lange wollte, ne? Und hier unten haben wir ja alle Möglichkeiten dazu. So, hier ist auch Timing wieder alles. Das heißt, verhängt nicht in den alten Mustern, dass ihr erst dran seid oder wir erst dran sind, wenn alle anderen satt sind, sondern hier darf man den Ideen Leben einhauchen, sich selber in den Vordergrund stellen. Ja, das darf man, auch wenn man das nicht so gelernt hat. Und es hat ja sehr viel mit Selbstwert auch zu tun. Und es darf jeder sehen, wie hell wir leuchten können, wenn wir wollen. Und wenn dann jemand dieses Licht nicht mit uns tragen will, dann muss er halt zurückbleiben. So, welches Krafttier geht hier noch mit? Die Amsel. Das passt auch sehr gut, denn wir haben ja das Thema Innenschau. Und die Karte sagt einfach, man wird unterstützt bei seinen Vorhaben von oben, auch wenn wir es vielleicht gerade nicht hören oder sehen oder wahrnehmen können. Ja, und die Amsel verkündet einfach gute Ereignisse, schöne Nachrichten, eine Wende zum Besseren, eine ertragreiche Phase. Die Sterne stehen günstig, das seht ihr hier auch schon. Und man wird unterstützt von oben in seinen Vorhaben, ne? Es geht sehr viel um die geistige Freiheit, die wir haben. Und die Amsel will uns daran erinnern und das passt sehr gut, weil ich glaube, das ist eine Legung für die Menschen, die alles vorziehen. Die Arbeit, die Konditionierung, die Komfortzone, die Kinder, die Partner, alles ist wichtiger als wir und da haben wir uns vielleicht ein bisschen drin verloren und unsere Talente auch brach liegen lassen. Und wenn wir erinnert werden, dass wir frei sind, kann uns ja nichts Besseres passieren, denn wir können dann wieder in ein Gleichgewicht kommen, wieder Harmonie herstellen. Hier kann auch sein, die Natur möchte mit uns sprechen oder die Wesen der Natur. Und man darf tatsächlich die Fühler auf Empfang ausstrecken oder einstellen. Okay, welche Botschaft kriegen wir hier noch mit? Dann lassen wir das mal so stehen. Bin ich gespannt. Guckt mal, ein Geschenk ist auf dem Weg zu uns. Und es ist auch sehr passend hier unten, denn hier geht es um das Rollenspiel, ne? Wir spielen immer Rollen. Wir sind Ehepartner, Mütter, wir sind Angestellte, wir sind Geschwister. Wir haben verschiedene Rollen zu spielen und die Karte sagt einfach, um deine Situationen im Leben für dich ganz gut zu meistern, sei so authentisch wie möglich, denn auf dem beruht sich das Ganze, auf dem, was du bist und mitbringst. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Ich drücke euch bis zum nächsten Mal.